Nun, und jetzt ist er da, der erste Tag eures PJs. Und zwar fängt das Ganze eigentlich relativ entspannt an, denn ihr kommt erstmal an, ihr müsst einiges unterzeichnen, dann bekommt ihr Ausweise und braucht euch eigentlich gar nicht um so viel zu kümmern, außer eben Klamotten und die ganzen Zugänge. Also sprich, viel durchs Haus laufen. Irgendwo ein bisschen nervig, aber gleichzeitig auch eigentlich wirklich angenehm, erstmal anzukommen, und man hat halt noch gar keine Verpflichtungen, die Leute erwarten von einem noch nichts. Und der zweite Tag ist schon viel interessanter, weil da wird man dann in den Alltag integriert. Ich kann jetzt nur aus der Sicht von mir reden, und ich habe halt mein PJ hier im St. Theresien Krankenhaus in Nürnberg gemacht, was ein relativ kleines Haus ist, was viele Vor- und auch ein paar Nachteile natürlich hat, aber darauf kommen wir später nochmal. Hier hat es aber immer so begonnen, dass wir 10 vor 7 eine Frühbesprechung hatten, also da werden die ganzen Fälle von dem Tag davor nochmal vorgestellt. Man bekommt so einen Überblick, was über die Nacht passiert ist und im Spätdienst. Und ja, und nach so 15, 20 Minuten geht es eigentlich dann los auf Station, auf die Visite. Als PJler geht man natürlich mit auf Station, zieht sich um im Arztzimmer, dann heißt es mitlaufen. Und die Visite ist in meinen Augen auf jeden Fall das Interessanteste und eigentlich das Wichtigste im Krankenhaus. Denn oft sieht man die Patienten vor der OP, dann sieht man die Patienten vielleicht noch im OP und dann die Nachsorge und wie eigentlich der ganze Krankheitsverlauf läuft. Das sieht man dann halt erst nach der OP und auf den ganzen Visiten. Und selber die Visiten sind eigentlich auch sehr entspannt, weil die Oberärzte oder die Assistenzärzte meistens die Visiten übernehmen. Das heißt, man selber läuft halt auch mit, beobachtet und versucht einfach nur zu verstehen. Und genau dieser Schritt eigentlich, der hat mich echt krass nach vorne gebracht, weil ganz ehrlich, vorm zweiten Staatsexamen lernt man alles irgendwie in Theorie. Und dann hat man die ganze Theorie, aber das mit dem Praktischen zu verknüpfen, das macht man dann halt eigentlich erst im PJ. Nun, und nach der Visite, die manchmal eine Stunde, manchmal auch 2 dauert, hilft man eigentlich erstmal dem Assistenzarzt auf Station. Das heißt, man nimmt die ganzen Blutabnahmen ab. Am Anfang hat mir das überhaupt nicht getaugt, aber nach einer Weile versteht man halt schon, wieso man das eigentlich so oft machen muss. Denn als Arzt ist es eigentlich schon peinlich, wenn man keinen Zugang legen kann oder kein Blut abnehmen kann. Und nun ja, da hilft halt echt nur Übung. Aber nachdem ihr jetzt die Visite und das Blutabnehmen überstanden habt, kommt jetzt eigentlich der beste Teil. Und zwar im besten Fall werdet ihr angerufen und man braucht jemanden im OP. Und ich würde sagen, genau da gehen wir jetzt erstmal hin. Gut, aber abgesehen vom OP gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, die interessant sind in der Chirurgie. Zum Beispiel das Mittagessen. Ist tatsächlich ein sehr geiler Teil, weil da kommt man einfach nochmal mit anderen PJlern zusammen. Und als PJler hat man eben auch noch das Privileg, dass man Essen umsonst bekommt. Das heißt, man kann richtig zuschlagen. Aber abgesehen vom Essen, was super spannend ist, ist auf jeden Fall noch die Notaufnahme. Einfach mal runtergehen, man kann halt Platzwunden nähen, eine luxierte Schulter mit versorgen. Das ist schon echt spannend, das alles mal zu sehen und einfach ein Gefühl auch für akute Sachen zu bekommen. In der Notaufnahme, was eigentlich ganz cool ist, wenn man sich ganz gut anstellt, man kann selber die Anamnese machen. Also sprich, man geht rein als Erster und man befragt die Leute, wie lang der Schmerz, welcher Schmerz und. Die ganzen Sachen, die man eben in der Theorie mal gelernt hat. Und man wird am Anfang merken, man hat keinen Peil. Aber nach einer Weile bekommt man halt eine Struktur und die bekommt man auch nur durch Übung. Und das hat mir halt auch einfach super geholfen, gerade in einem kleinen Krankenhaus. Man kennt die Leute, man kann relativ schnell eigentlich Vertrauen aufbauen und dadurch auch relativ zügig auch schon viel Verantwortung übernehmen. Nun, für Mediziner ist ja das Tertial in der Chirurgie vorgeschrieben. Das heißt, so wirklich drumherum kommt ihr nicht. Aber ihr könnt es auf jeden Fall so entspannt wie möglich machen. Und zwar gibt es dafür auf jeden Fall ein paar Tipps. So, noch schön für den Hintergrund. Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall, ich würde eher ein kleineres Haus bevorzugen. Natürlich, hier habt ihr keine krassen Whipple-OPs oder sonst irgendetwas. Aber was halt echt verrückt ist, ihr seid sehr, sehr schnell per Du mit Oberärzten und jeder kennt euch beim Namen, ihr bekommt ein eigenes Telefon, das heißt, ihr seid einfach so, ich würde sagen, ab der ersten Woche voll im Team dabei. Also von der Sicht zum Beispiel war ich mehr als überrascht, weil das habe ich einfach so nicht erwartet. Und ich habe jetzt auch gerade viele Leute aus größeren Unikliniken oder sowas gehört, die halt sagen, okay, man ist halt Hakenhalter, mehr ist man nicht. Und auf der anderen Seite hat man halt noch die ganze Lehre und die Organisation ums PJ, und da würde ich auch sagen, sind die kleinen Krankenhäuser eher so ein bisschen hinten dran, also die behandeln das ganze Thema stiefmütterlich, die haben halt einfach nicht das Budget, die Kapazitäten, um irgendwie ständig ein neues PJ-Buch oder sowas zu machen, oft bekommt man ältere Sachen und auf der anderen Seite ist es halt zum Beispiel, dass man dann nur einen Oberarzt oder einen Chefarzt hat, der PJ-Fortbildungen macht, was
super cool ist, aber in großen Krankenhäusern, die haben einfach mehr Kapazität. Was ich auf jeden Fall sagen kann, kleines Krankenhaus ist die Wertschätzung viel größer, also man bekommt hier Bezahlung, man bekommt halt einfach ein ehrliches Danke, weil man das nicht als selbstverständlich sieht, dass man eben hier als PJler sich engagiert oder irgendwie hilft. Aber dafür ist das halt alles auch noch nicht routiniert, weil manchmal hat man einen PJler dann im Semester, manchmal hat man vielleicht keinen. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist aber, dass das Tertial nicht beschissen werden muss. Denn viele von meinen Kommilitonen, die hatten eigentlich am Anfang irgendwie Bedenken und die fanden dann das Tertial, zumindest hier, echt richtig, richtig gut. Was für mich zum Beispiel auch ein großer Punkt war, weil ich das irgendwie als Wertschätzung sehe, wenn man arbeitet und auch wirklich arbeitet und nicht nur einfach da sitzt und halt am Handy spielt oder sowas, dann finde ich das okay, wenn man dafür auch entlohnt wird. Deshalb finde ich es jetzt auch super, dass immer mehr Kliniken zahlen, denn viele Studierende hatten ja auch einen Nebenjob, der fällt dann mit dem PJ halt irgendwie weg. Apropos Mittagessen, ich glaube, ich gehe jetzt mal wirklich Mittagessen. Nun ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann für den nächsten Vlog. Peace, Leute, und das nächste Mal sind wir dann in der Inneren, hoffentlich. Ciao.